Ja, geredet wird ja viel über das Metaverse. Aber wer nutzt es denn eigentlich so richtig? Wladimir von Dub. Erinnert euch, der coole Typ mit den Avataren, ich verlinke den Beitrag nochmal in den Kommentaren, der hat mir erzählt, dass das Innovationscenter von T-Systems schon längst im Metaverse unterwegs ist. Und das ist das Innovationscenter in real. Also echt und wow, Tür geht automatisch auf. Hallo! Die machen hier Workshops und Schulungen für Mitarbeiterinnen und Kundinnen. Ja, und dann kam die Pandemie. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach das Innovationscenter im Metaverse nachgebaut. Cool! Und wer mir mehr dazu sagen kann, ist der Andreas Droster. Du bist der Innovationsmanager hier. Sag mal, Pandemie, ihr habt den Raum aufgebaut, sehr schnell. Welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Ja, Jürgen, wir waren erst ein bisschen skeptisch. Wir haben ja normalerweise hier mit unseren Kunden Workshops gemacht, haben hier gesessen, haben Co-Creation Sessions gemacht in unterschiedlichsten Formaten. Und das ging dann alles nicht mehr. Wir hatten sonst Teams oder WebEx ausprobiert, aber das war relativ schnell langweilig und wir hatten auch unsere Exponate nicht. Und wir waren tatsächlich so ein bisschen nervös. Wie würden unsere Kunden, die teilweise wirklich auf Top-Entscheider-Ebene sind, wie reagieren die auf sowas wie so ein Metaverse? Denken die, was machen die da jetzt? Fangen die mit uns an, Computerspiele zu machen? Und die Erfahrungen waren einfach genau das Gegenteil. Guck mal, da stehe ich ja. Das heißt, ich brauche auch gar keine Brille, um reinzukommen. Die brauchst du wirklich nicht, weil das Problem haben wir auch relativ früh erkannt. Die wenigsten unserer Kunden haben ja eine VR-Brille und wir wollten das möglichst barrierefrei schaffen. Was können wir in euren Räumen denn jetzt alles erleben? Ja, das Wichtigste, was man hier in diesen Räumen machen kann, ist tatsächlich, dass du auch Live-Showcases hast. Das, was wir jetzt gerade hinter uns sehen, das ist unser Smart Greenhouse. Was kann ich jetzt mit dem Smart Greenhouse machen? Das ist ein digitaler Zwilling eines echten Smart Greenhouses, das wir in unserem Innovation Center haben. Und alles das, was wir hier machen, passiert mit dem Smart Greenhouse in München. Und alles das, was du dort machst, passiert auch hier. Das heißt also, alle Sensordaten, die wir dort erheben, die kannst du auch hier in diesem Smart Greenhouse sehen. Ja, und alles das, was wir eben in VR gesehen haben, das hat im Prinzip dieser Schrank hier im Realen auch nachgemacht. Das heißt, wir haben hier die Kaffeepflanzen da oben gesehen. Die Kamera sieht man da oben. Die Idee ist einfach, durch Sensorik, durch bestimmten Lichteintrag, durch bestimmte Feuchtigkeitswerte Pflanzen zu mehr Wachstum anzuregen. Also der Kunde steuert sein Business in Spanien aus Deutschland raus. Du hast den digitalen Zwilling im Metaverse und dadurch kannst du das reale Gewächshaus in Spanien steuern. Boah, krass, jetzt bin ich schon mal durchs Metaverse geflogen. Was wir hier haben, ist im Prinzip ein Robotik-Showcase. Da geht es darum, dass wir einen digitalen Zwilling eines Roboters auch hier ins Metaverse reingeholt haben. Und alles das, was wir jetzt hier mit diesem Robot machen, das passiert auch mit einem realen Robot, den wir im InnoCenter haben. Und den Roboter kann ich jetzt aus dem Metaverse steuern? Genau, du kannst den Roboter hier im Metaverse starten und dann setzt sich auch der echte Roboter in München in Bewegung. Probier's doch einfach mal aus. Drück einfach auf den Play-Button und dann wirst du sehen, der Roboter setzt sich in Bewegung und zeitgleich auch der Roboter in München. Na, dann mache ich das mal. Ja, und jetzt läuft er auch in München. Der läuft jetzt parallel auch in München, ja. Jetzt sehe ich da drüben den Porsche stehen. Fahrt ihr in eurer Mittagspause mit dem Ding hier im Metaverse rum? Ja, den hättest du gerne, was? Nee, wir machen ganz was anderes. Lass uns doch einfach nochmal teleportieren. Ich zeig dir mal einen ganz anderen Space, wo ich gerne in der Mittagspause bin. Gerne. Schön grün. Ah, Yogamatte sehe ich. Ein See mit Fischen habt ihr auch dabei. Schmetterlinge. Moment. Ein Pferd da hinten? Was hat das zu bedeuten? Ja, das ist ein Entspannungsspace, den wir für eine Krankenkasse gebaut haben. Und zwar geht es da um das Thema Kurzpausen. Und das hier ist so ein Angebot für Mitarbeiter, wo sie einfach in Pausen in solche virtuellen Welten abtauchen können, sich entspannen können. Du siehst hier vorne die Yogamatte, da kannst du eine Chakra-Meditation machen. Oder du kannst zum Beispiel auch einfach hier an dem See entlang laufen und kannst eine Gehmeditation machen oder einfach nur spazieren gehen. Dann lass uns mal zum Pferd rübergehen. Ja, mach das. Guck mal, wie jung ich hier noch rennen kann. Also ja, ich fühle mich wieder richtig jung im Metaverse. Ja, das geht alles im Metaverse. Da gibt es keine physikalischen Grenzen. So, und da
Und was bedeutet der Kreis hinter dem Pferd, der so magisch leuchtet? Ja, das ist ein Teleport und der führt uns in einen anderen Meditationsraum. Wenn du magst, lauf einfach mal dahin und ich folge dir. Ja, das probieren wir aus. Jetzt zum Thema Energieeffizienz. Da brauchen wir ja unheimlich dicke Datenleitungen, wahrscheinlich auch eine Menge Strom und Spaces sind wahrscheinlich auch immer an. Tatsächlich wird der Space on Demand erst hochgefahren. Das heißt, wenn er nicht genutzt wird, dann ist er eben halt aus, verbraucht keine Energie und genauso auch die Avatare. Wenn die Avatare nicht genutzt werden, verbrauchen sie auch keine Energie. Was bedarfst du, damit das Metaverse mal so richtig durchstartet? Datenübertragung, Datengeschwindigkeit und Security natürlich auch. Das heißt, da kommen noch mehr Use Cases und wir sehen uns wieder. Und was ist mit euch? Welche Use Cases habt ihr denn anzubieten? Schreibt es mal in die Kommentare.